Juhu! Drei coole Solarpanels. Mega gut. Und ja, geliefert bei Posti Finnland. 1990. Versand. Da kommt unsere Solaranlage. Ja, das ist das Wichtigste. Dann Da. rein. Ja, das ist sehr wichtig, finde ich auch. Das ist auch oberste Priorität, oder? Ja. Da haben wir gestern die aprikotfarbige Wand rausgenommen. Jetzt ist ein schöner Look. Die Tür muss man noch entfärben. So, das gibt unsere Küche. Schön. Ganzkörpereinsatz. Oh, yes, yes, yes. Wow. Zeig. Wow, fetest. Brachisolant als Best Friend. Wir haben ja hier im ersten Stock den Wandschrank gehabt, wo die Tablars drin waren. Und ich habe jetzt hier die Wange aufgebrochen. Tada! Lehrplatz Nummer 1. Dies ist mit Sagmehl isoliert. Also mach von oben an auf. Und jetzt zeige ich euch, was wir haben gefunden haben. Also ein bisschen Eisenzeug. Sagex-Zeug. Die Originalverpackung von einem Farbfernseher. Die Emilia. Ein Haufen Kleider. Alte Unterhosen und sonst noch Zeug vom Feinsten. Cowboy-Schuhe. Stück Leder. Alte Flaschen. Hier mehr Flaschen, Taschen, Küsse. Cowboy-Schund. Und hier ist noch ein Päckchen. Machen wir den noch zusammen auf. Keine Ahnung, ein bisschen Fleisch. Ich weiss nicht, was hier drin ist. Three years ago we got this and recycled the world with it, and we were pretty happy. Then we got the house and we lived for 2 months with this. So from 30 watts to 100 watts. And now we are up to this. Learning curve progressing. Yeah. Da alles sauber verkabelt, alles neu, Sicherungskasten, Batterie, Solarstrom. Hier alles entkabelt, das war alles aufgebaut. Alles Elektrikzeug rausgerupft, neue Kabelkanäle gesetzt, Logwang freigesetzt, in der Wohnküche, Deli freigesetzt. Seit gestern haben wir den grossen Rentier Mann, der um unser Haus herum spaziert. Parallel. Ah, jetzt liegt er hier in unserem Innenhof. Ja, voll gechillt. Unsere einzige Steckdose im Moment.
Wir haben ein funktionierendes Klo, keine Dusche. Jetzt hier habe ich so eine Ladestation, das Handy kannst du laden. Dann ist der ganze Solarbrunn. Ja, es braucht halt alles Zeit, gell? Was haben wir vor? Du siehst es hier, ist das Experimentierfeld von dieses Jahr. Wir haben vor, Gemüse anzubauen. Sand pasteurisieren auf dem Feuer im Boden. Ja, Schmalzdampfbad. Hier passiert, wow! Yum, yum. Wow! Ein mega Hecht hat er gefangen und jetzt wird er hier ausgenommen. Anders Sand. Wow, anders! Yummy! Hecht! Und 2 Egli-Filet. Danke sehr. Ich glaube selber nicht, dass alles mit so einem Spaten möglich ist. Ein grosser Rückenmuskel später hoffe ich, der Keller sei jetzt gefixt. Da so einen Schacht gemacht, die Wände isoliert mit Styropor und Plastik. 1,5 Meter runtergerappt. Yes, der Regen kann kommen. Nächstes Projekt ist das hier, ein bisschen Plotti drauf, 3. Und hier oben Dach auch noch. Projekt Scheuer retten. Wenn man mal gemeint hat, gesagt, die Wand steht da ziemlich raus. Hier ist sie hier auch. Man sieht es noch im Holz. Jetzt habe ich hier, das ist der Boden. Den Boden weggenommen, dann habe ich es geschafft, mit dem Feuerstuhl das wieder in den Platz zu hämmern. Jetzt muss man hier das selber machen. Zuerst alles Holzhänger dran wegnehmen. Dann noch den Nagel wegnehmen. Und dann mit einem Spannset oder einem Schläger das wieder wegbiegen. Jetzt haben wir es dann. Alles Übertesten mit so Abstand zu den Wängen. So super improvisierte Stützdinger. Dass man mal das Ausmaß sieht, von das muss auch ausgeraden werden. Hier auch. Dort alles wieder zusammensetzen, dann hier zumachen. Ist da ein Schluck, den kann ich bewegen. Aber das Ding ist, hier sind so schöne Joints. Und die müsst ihr eigentlich zusammenbringen. Rentier geht auch schauen. Tschüss! So, unsere Heizung kann gleich angelassen werden. Der Winter kann kommen. Wir haben Holz bekommen. Und gestern haben wir hier das alte Holz hier übergebiegelt. Und jetzt kommt dann hier das neue Holz her. Alles parat. Schöne Birkenschittli. Yes, yeah, we unloaded the 10 cubes. Yes, you can come and pick up the tractor. Yeah. Ah, it's a bit late. I know, but yeah. Thanks. Bye. Woo! 10 cubes Holz. Dass wir im Winter warm haben. Yay! Yeah, I noted. Yep. Okay. Bye. Beep. Vodafone. 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 Vodafone.
Hier kann lüpfen. Tulee mestoille sanoa, että toin teille taas tulta tupaan ja ajattelin tupakinkin sytyttää palamaan, koska Der Bastler ist schon gekommen und hat gefunden, wir sollen einen Briefkasten montieren. Ja, das könnte auch ein Briefkasten sein, oder? Challenge accepted. Tada! Im Design. Ich habe es natürlich so zugemacht, wie ich es zutun. Yeah, Robot on! Und zum Mittagköcher geil Kocher. Trotz Regen. Unsere Herbeeren kommen. Sonnenblumen, Zwiebeln, Rüebli. Hier Fenster drin. Türen geflickt. Hier gibt es Werkstatt, Werkzeugspeicher. Unglaublich Muskelkater, das ist die zweite Ladung Holz. Wenn das voll ist, sind das 10 Cubes Holz. Das testen wir alles in unser Holzlager. Das sind 2 Reihen hier hintereinander. Hier ist das kleinere für zum Kochen und das ist das größere zum Heizen. 20 Cubes hat knapp lange, für durch den Winter zu kommen. Wir haben Solarstrom, Solarzellen auf dem Dach. Wenn es uns den Komfort gibt, Boiler mit warmem Wasser zu haben. Sogar eine Waschmaschine. Die ehemalige Küche, wir haben den Boden geflickt. Die Länge zugemacht, den alten Schrank rausgenommen, die Deli frei gemacht. Hier gibt es jetzt zum Morgen. Freue mich. Stubben, Wände gestrichen. Deli gemacht. Hier kochen wir. Hier wird jetzt das Bröndli gebaut. Guck, das ist alles Holz. Holz, Holz, Holz. Das ist zweireihig. Es hat knapp lange durch den Winter. Es ist schon noch viel, es ist noch krass. Hörst du den Lärm? Es ist so laut. Und die Nachbarn. Ja, schau, das ist der famous Santa Claus Loop Gravel Road. Und hier ist unser Grundstück. Unser kleines Treibhäuschen. Unser Haustier, das ich immer ein bisschen Schlägerei habe. Baru. Haha. Ja, das ist das Neueste, das ist das Arbeitszimmer. Dann ist das Gästezimmer und dann ist das Herzstück. Das Brot von gestern. Ja, das ist eigentlich mal das Gästeding. Aber das ist auch noch Work in Progress. Hier ist die Heizung und dann Küche. Ja, ist mal ausgebaut und geputzt und geschaut, ob es funktioniert. Und jetzt haben die Gäste aber hier Füße, Doppelbett, Überbleibsel des Bauern. Das ist ganz schlimm, der Plastik-Scheissdreck. Kann ich noch aufschneiden, aber das ist toll. Einmal hat ein Kollege kommen, ja, das ist im Traktor, er hat irgendwo noch so von diesem Plastik gehabt, er hat es mit ganz hohen Meier. Für mich ist es gerade Arsch gegangen. Wirklich, die Bauerei ist das Schlimmste. Das ist hinter dem Haus. Hier sind ein paar von den Hunden,
super süßen Jungs und Mädels, die wir knutschen dürfen. Und da die nächsten kleinen Schnuckis. Und hier die etwas größeren. Heute wollen wir das Fenster hier oder Fensterrahmen malen, so wie da das Weisse. Und darum müssen wir zuerst noch die super Spinnen zwischengelagert werden. So. Ganz professionell mit dem Nest, ja. Schon mal gehört, Muckalarche im Wasser. Das ist crazy, ist echt voll. Ja, du. Fenster gemahlen. Ja, immerhin, gell? Dort oben haben wir auch noch einen Robot. Mittlerweile wird es ja recht dunkel. Und einen Monat nachdem wir Solar haben montiert und heute Abend eine klassische Gasser-Unterhosenmontage. Drücke hier drauf. BAM! Way! So, wieder mal bei den Hunden. Sie verbeissen mir meine schönen Gummistiefeln. Sally. Oh, ja, mein Ohr abschlecken. Oh, Cutie, das ist Mirkeli. Und da ist Blondie. Mach den Rasen Und die Blondie. Oh, ist der cute. Es gibt so Bäume wie der, die schreien immer «Schämt mich!» Und der schämt dich nicht. Schau mal den Wald. Das ist echt nur noch schön. Also ich weiß nicht, ob wir den immer noch gerne haben. Jetzt hat er einfach, muss ich zoomen, unsere 2 Tännchen einfach vermurkst. Nein! Ich bin hier auf meiner selber gemachten, übrigens geil, Kreissagi. Das ist Kreissagi am Sagen. Das ist wirklich, das ist nicht weit hier, das sind 3 Meter. Dann auf einmal, dann stehe ich hier so und sage, dann auf einmal sehe ich irgendwie einen Schatten hinter mir. Dann drehe ich mich ja um, dann probiert Mr. Boro persönlich, da hinter mir durchzuschleichen. Wenn wir erzählen, es hat überall Müll gehabt, dann denkst du vielleicht, ja, so ein bisschen Holz, so ein bisschen Futtersäcke und so. Aber ich habe jetzt hier mal ein bisschen aufgeräumt, dass man ein bisschen Sachen sieht. Das stürzt ja völlig ein. Dann, und ich habe schon 100, nein, ich weiß nicht wie viel, 10 grosse Futtersäcke rausgeräumt. Das war das Beschüttloch gewesen. Und das ist bis bis hier am Rand gefüllt mit Köder. Es ist noch immer voll Köder. Und mit Köder meine ich Köder. Milchbeutel, Katzenfutter, Zahnpasta, Ketchupflaschen, Joghurtbecherli. So ein bisschen alles. Eli will doch ein bisschen näher zu dir kommen.
Ja, es ist schon geil, wenn man genau gebügelt. Sitzt. Sitzt. Yes. Das aber schon. Kitchen Sink. Ja, mega cool. Nimmt Ausformen. Wir sind unsere Küche am Einbauen. Und es ist eine rohe Birkenplatte. Und jetzt sind wir da am Experimentieren mit. Was ist das? Nehmen? Öl. Öl, Also mit Kaffee. Rooibos, Kaffee und Öl. Kaffee und Öl. Kaffee Kaffeesatz. und hier ist Lack. Wurzeln. Und da ist einfach Sonnenblumenöl. Und jetzt, wir finden eigentlich von der Textur her, jetzt kommt Sonnenblumenöl eigentlich am geilsten. Nein, wir haben kein Linseedöl und der Laden ist zu weit weg. Wir haben leider eine Nacht Frost gehabt und haben es nicht gemerkt. Worauf alle Sonnenblumen, alle Herdöpfel, so ziemlich alles. Zucchetti, alles ist uns kaputt gegangen. Man lernt. Für das auszugleichen, setzen wir morgen. Ab morgen ist der Mond gut zum Setzen. Habe ich jetzt ein Treibhaus gebaut. Weil die Tomaten hier, ausser die am Fenster sind, haben eigentlich überlebt. Ja, dann setzen wir jetzt hier Rüebli und machen dann die Fenster zu. Ja. Unsere schönen Herdöpfel. Und Sonnenblumen. Alles verfroren. Wir haben jetzt schon 2 Nächte 0 Grad gehabt. Und ja, jetzt hat es einfach die Herdöpfelpflanzen und so hat es alles oben das Kraut abgefroren. Die Zwiebeln oder Knoblauch oder was das hier ist, die einen Zwiebeln, die sehen noch gut aus. Und die Rüebli sehen auch gut aus. Huhu. Denen macht das einfach nichts, das ist so krass. Schau mal, schöne Rüebli gibt es. Aber die Herdöpfel sind wirklich alle verfroren. Im Bad sind wir auch dran, da langsam das Brünnchen zu machen. Wir haben eigentlich so eins gesehen, das wir echt gerne kaufen wollen. Es ist irgendwie 600 Steine oder so, es bleibt noch völlig. Aber es ist schon eins im Laden, es ist schon verstaubt. Wir haben es jetzt auf 200 runtergehandelt und das Ziel ist, bei 150 kaufen wir es. Experiment Nummer 7005. Wir haben hier Asche und ich tue jetzt hier Tomaten einäschern, um zu schauen, ob wir die länger haltbar machen kann. Try it. Wir isolieren mit Sawdust. Wir sind ein Auto voll Schwingermaterie holen. Und jetzt schieße ich da einfach 20 cm Hobelspäne drauf. Und bin gespannt, wie gut es isoliert. Ist auch nicht giftig. Und es fängt, ist so ein bisschen kindisch. Der draussen, das ist unser Morgenkaffeelicht. Geil, oder? Und wenn wir schon beim Spiegel sind, möchte ich gerne ein schönes Licht von dem. Darum auch hier, Experimenting. Der Tag X ist gekommen, die nächsten 2 Tage soll es nicht regnen. Es ist ja nicht so, dass wir schon einen Vertrag unterschrieben haben oder etwas hat gezahlt. Und darum bekommt es mal einen schönen Anstrich, dass wir dann das Mural drauf pinseln können. Unsere Abendbeschäftigung. Uäh. Yummy. Für Abendbeschäftigung.